Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute das letzte Video 2023, bevor wir gemeinsam 2024 weiter voll durchstarten. Ich habe zahlreiche E-Mails von Ihnen auf meine private E-Mail-Adresse erhalten. Die habe ich jetzt extra nochmal verewigt unter der Kanalbeschreibung von DocSpecial, um sie auffindbarer zu machen. Hier gab es einige Probleme mit dem Finden meiner privaten Kontaktadresse. In diesen E-Mails von Ihnen haben Sie mir sehr wertvolle Anregungen und Tipps geschrieben für zukünftige Videos und ich verspreche Ihnen, so gut es mir möglich ist, hier jeden einzelnen Wunsch gerecht zu werden. Jetzt mal zum heutigen Video. Sie sehen, wir sind da in einem düsteren, dunklen Wald unterwegs und ich sage Ihnen, wie es ist. In Szenarien wie solchen, ja, oder ähnlichen, ist es immer ganz angenehm und trägt es immer zur Beruhigung bei, wenn man einen guten Hund an seiner Seite hat. Gute Hunde haben wir alle. Das steht außer Frage, doch mit einem guten Hund in gewissen Szenarien meine ich Eigenschaften eines Hundes wie körperliche Leistungsfähigkeit, Stärke und Charaktereigenschaften wie ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Also einen Hund, der bereit ist, Sie vor Gefahren zu schützen, der aufmerksam genug ist, Sie rechtzeitig vor Gefahren zu warnen. Das meine ich damit. Ja. Das sind Eigenschaften bei einem Hund, welche für mich zur Beruhigung in solchen Szenarien beitragen würden. Doch würde ich hier jetzt gehen und irgendwo hören, wie etwas meinen Namen flüstert und dann vielleicht noch das vernehmen, dann würden auch 5 gute Hunde nicht zu meiner Beruhigung beitragen. Doch wenn wir einen Horrorwald außen vor lassen, dann gilt das, würde ich sagen. Da werden Sie mir zustimmen. Und in dunklen Wäldern mit dem Hund spazieren zu gehen, ist eine Sache, die ich nicht raten würde. Ich, Dummkopf, tat das mit meinen, denn der überredete mich vor nicht allzu langer Zeit dazu. Wir sind ja beim letzten Spaziergang stets neben dem Waldrand unterwegs und jedes Mal fragt er mich auf seine Art und Weise mit der Vorstehhaltung mit seinen Augen immer, komm Herrchen, gehen wir da rein. Ich sage ihm jedes Mal als Antwort, spinnst du, da sind Wildschweine drin. Sehen kann ich auch nichts, wir gehen da nicht rein. Aber einmal hat er mich überredet und ich sage Ihnen was, das ist der pure Adrenalinkick. Also die Sinne sind geschärft, Sie hören, Sie riechen alles und Sie hören wirklich alles. Und Sie hören da Geräusche, die hören Sie am Tag nicht. Also Sie sehen dann höchstwahrscheinlich so schnell wie möglich zu, dass Sie da wieder rauskommen. So war es bei mir. Ob ich das nochmal wiederhole, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht sind ja Sie ein Mensch, der solch einen Adrenalinkick sucht. Ja, kann ja möglich sein. Ja, zurück zum Video. Sie wissen selbstverständlich, dass die meisten Hunderassen für einen gewissen Zweck gezüchtet wurden. Ja, also wir haben die Schäferhunde, die Herdenschutzhunde, die Jagdhunde und so weiter. Und es gibt auch Hunderassen, die sind nur für Schutzzwecke gezüchtet wurden. Wenn ich hier mal 3 Beispiele bringen kann von Hunden, die ich schon in Videos einzeln gebracht habe, nehmen wir her den Dobermann, den osteuropäischen Schäferhund oder den schwarzen russischen Terrier. Das sind 3 Hunderassen, welche nur aus einem Zweck erschaffen wurden, zu bewachen und zu beschützen. Es gibt da mehrere Kapazunder, welche nur für diese Aufgaben erschaffen wurden. Doch da wartet einer in der USA auf Sie, von dem Sie vielleicht noch nichts gehört haben. Und ich war sehr überrascht, als mich ein nettes Zuseherpaar aus Deutschland angeschrieben hat und genau nach einem Video über diesen Hund gefragt hat. Denn ich sagte Ihnen, können Sie sich auf meine beiden letzten Videos erinnern, wo ich einen Hund wie ein Feuerwerk angekündigt habe? Das ist der Hund, auf den Sie warten. Damit habe ich nicht gerechnet, denn der Hund, über den ich heute spreche, ist ein recht unbekannter Hund in Europa. Und zwar geht es hier heute, das wissen Sie klarerweise schon, um den Canis Panther. Wer ist der Canis Panther? Was macht den Canis Panther aus? Ich kann Ihnen sagen, ich kenne diesen Hund seit etwa 1,5 Jahren. Ich sah noch nie
einen Canis Panther live. Werde höchstwahrscheinlich auch nie einen sehen, davon gehe ich aus. Würde gern einen sehen, doch alles, was es an Bild- und Videomaterial, Theorie über diesen Hund gibt im Netz, habe ich in mich aufgesogen. Deswegen spule ich diesen Videodreh hier völlig ohne Notizen runter, denn ich habe mittels Koffein meine Festplatte defragmentiert und rufe meine Erinnerungen jetzt alle so ab, also aus dem Stegreif. Dieser Hund ist für mich in einer gewissen Art und Weise einzigartig. Da gab es, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob diese drei Herren noch am Leben sind, ich gehe aber davon aus. Und zwar spreche ich von Mr. Jones, Mr. Stratton und Mr. Lopez. Das sind oder waren drei Herren, die miteinander im Bereich des professionellen Personenschutzes zusammengearbeitet haben. Und die wollten ihren Dienstleistungsbereich erweitern. Die wollten zusätzlich ausgebildete Schutzhunde anbieten. Jetzt suchten die Züchter in ihrer Umgebung auf und wollten deutsche Schäferhunde, Riesenschnauzer, Rottweiler, Dobermänner aus Arbeitslinien erwerben. Doch das wurde ihnen von diesen Züchtern verwehrt. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Das konnte ich nicht wirklich zu 100% herausfinden. Ich habe dann nur mal gelesen, es gab Schwierigkeiten mit der Weitergabe dieser Hunde von den Züchtern an die drei Herren wegen dem Berufszweig, den die ausgeführt haben. Ja, also Personenschutz und so weiter. Das dürfte den Züchtern irgendwie gegen den Strich gegangen sein. So dachten sich die drei, sie besorgen sich Hunde aus Arbeitslinien von diesen Rassen aus Europa, weil sie wussten, dort sind die Besten zu Hause. Und liebe Zuseher aus den USA, ihr habt Weltklasse Spitzenhunde, aber die besten Dobermänner, Schnauzer, Rottweiler, Schäferhunde, die findet man nun mal in Europa. Das ist so. Das müssen sie uns Europäern zugestehen. Ja, doch auch das scheiterte, denn die Quarantäne, Einreisebestimmungen plus der Erwerb, das war eine Geldsache, ja, und das Ganze hätte das Budget dieser drei Männer gesprengt. Jetzt entwickelten die Idee, ihren eigenen ultimativen Schutzhund zu entwickeln. Was machten die? Die taten etwas, was mich in den ersten Monaten, wo ich über diesen Hund gelesen habe, etwas verwirrt hat. Und das Ganze strotzte irgendwie vor Widersprüchen für mich. Doch mit der Zeit, je mehr ich da recherchierte, je öfter ich mir Videos von diesem Hund ansah, ergab das alles eigentlich absoluten Sinn für mich. Doch das werde ich dann gleich erzählen. Also Mr. Stratton, Mr. Lopez und Mr. Jones besorgten sich Dobermänner, deutsche Doggen, American Staffordshire Terrier und Labradors und begannen ein Zuchtexperiment mit diesen 4 Hunderassen. Und hier war ich das erste Mal etwas, ja, wie soll ich sagen, verstört, denn der Begriff ultimativer, schneidiger, leistungsfähiger Schutzhund, ja, deckt sich für mich mit Dobermann. Doch dann wird's schon knapp. Man weiß zwar, dass auch die deutsche Dogge sich als Wachenschutzhund gut eignet, aber hier fehlt schon sehr viel Feuer zum Dobermann. Ein American Staffordshire Terrier ist eine Sportskanone, aber ein eher nicht so guter Wach- und Schutzhund. Und auch beim Labrador kann man nicht gerade von der Paradedisziplin sprechen, wenn man das Thema Wach- und Schutztrieb angreift. Ja. Werden Sie mir zustimmen, denke ich mal. Nicht? Aber ich wiederhole mich, unterm Strich kam da ein Hund heraus, der absolut Sinn machte. Ja, gehen wir vielleicht zuerst mal zur Optik. Wenn Sie einen Canis Panther vor sich stehen haben, dann glauben Sie im ersten Moment, das ist ein wuchtiger, großer Dobermann. Denn dieser Hund erreicht Schulterhöhen von 60 bis 76 cm, was zwar nur 4 cm höher sind, als der Dobermann erreichen darf. Diese 4 cm an Mehrgröße bekam er von der deutschen Dogge vererbt. Aber das Gewicht, welches sich bei diesem Hund einpendelt zwischen 40 und 65 Kilo, lassen den Canis Panther weit mächtiger erscheinen, als es der Dobermann ist. Es gibt Canis Panther,
die, was die Schulterhöhe und das Gewicht betrifft, in die Riege des Dobermanns hineinfallen. Doch viele von diesen Hunden sind auch weit größer und weit mächtiger. Also, am Bild oder stehend wirkt dieser Hund für mich wie ein großrahmiger Dobermann. Wuchtig, alles. Doch sobald sich dieser Hund bewegt, verschwindet der Dobermann und es kommt immer mehr der Amstaff durch. Ja, er weist auch ein gewisses Bewegungsmuster des Dobermanns vor, speziell beim Weggaloppieren, beim Wegsprinten. Doch die enorme Beweglichkeit, die enorme Leistungsfähigkeit, welche selbstverständlich auch der Dobermann besitzt, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie sie der Amstaff hat, die hat ihm der Amstaff vererbt. Somit war für mich fürs Erste schon mal klar, okay, Hauptoptik vom Dobermann passt. Schutz, Wachschutz, ultimativer Schutz und Dobermann sowieso klar. Doch Wach- und Schutzhund muss auch extrem leistungsfähig sein. Okay, jetzt macht ja auch der Amstaff Sinn, denn von denen weist der Canis Panther die absolute Leistungsfähigkeit auf. Also es ist eine Hochleistungsmaschine. Jetzt kommt noch der Fakt zum Tragen, dass dieser Hund etwas größer wird oder werden kann als der Dobermann. Also, deutsche Doge. Doch wo ist der Labrador geblieben? Beim Thema Familienhund. Denn ich sage Ihnen was, ich war auf unzähligen Foren dieses Hundes, wo hauptsächlich amerikanische Besitzer untereinander sprachen, sich austauschten, diskutierten, sich gegenseitig informierten über diesen Hund. Und hier las man ausnahmslos, dass dieser Hund in der Familie förmlich zerfließt. Ja, und das ist die Paradedisziplin des Labradors. Und jetzt macht ja für mich alles Sinn, denn ich bin mir sicher, dass Mr. Lopez, Mr. Stratton und Mr. Jones nicht nur einen großen Hund, deutsche Doge, mit der Optik, dem Schneid, den Wach- und Schutztrieb des Dobermanns, also hat auch, und den Hochleistungsmotor im Herz des American Staffordshire Terriers erzielen wollten bei ihrem Zuchtexperiment, sondern gleichzeitig auch einen Hund, der sich absolut in die Familie einfügen. Und das dürfte der Grund gewesen sein, weshalb sie mit dem Labrador gearbeitet haben. So sehe ich das. Denn ansonsten wäre die Einzüchtung eines Labradors bei einem Zuchtexperiment, bei einem Zuchtprojekt, wo man es auf den ultimativen Schutzhund abgesehen hat, für mich sinnlos. Der Labrador hat seine Werte, gar keine Frage. Doch, wie gesagt, beim Ziel, das den ultimativen Schutzhund erschaffen soll, wäre der Labrador für mich eher zwecklos. Aber der geht in diesem Hund extrem toll auf. Denn nochmal, über diesen Hund, über die Familientauglichkeit des Canis Panthers werden Loblieder gesungen. Aber genauso wie Loblieder über die Familientauglichkeit, die Sanftheit dieses Hundes in der Familie gesungen werden, genauso wird ausnahmslos jedes Mal betont, was das für ein Wahnsinns-Wach- und Schutzhund ist. Und ich kann Ihnen etwas garantieren, liebe Zuseher. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen schon davon hörten, dass der Dobermann ein schneidiger Kamerad ist. Ja? Ich garantiere Ihnen, dass ein normal, gut erzogener Canis Panther diesbezüglich ein Dobermann zur Potenz ist. Das garantiere ich Ihnen. Ja? Also das ist ein Hund, der in der Familie einen Teddybären wie ein Labrador darstellt, der die Power, den Hochleistungsmotor innehat des American Staffordshire Terriers, den Wach- und Schutztrieb des Dobermanns zur Potenz und die Größe einer kleineren deutschen Doge mitbringt. Für mich ein absolut einzigartiger Hund. Ich möchte hier ganz kurz mal ein kurzes Video einblenden. Hier sehen Sie den Canis Panther, ja, kurz bei der Action. Können Sie sich selbst ein Bild machen vom Bewegungsmuster dieses Hundes. Also ganz klar erkennbar eine Leistungskanone und leistungstechnisch mit Sicherheit ganz oben anzusiedeln. Also davon bin ich überzeugt. Meine persönliche Meinung zu diesem Hund ist, diese drei Herren haben da eine absolut tolle Hunderasse auf die Beine gestellt. Wie es mit der Züchterbasis aussieht in Europa, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Ich müsste noch mal nachrecherchieren. Ich weiß, dass es 2 große Kennels in der USA gibt.
wo die Leute, also die eingeschworenen Fans dieser Hunderasse, hauptsächlich ihre Hunde herhaben. Thema Ersthundetauglichkeit ist schnell erklärt. Wenn Sie eine Person sind, die schon immer mit Schäferhunden, Dobermännern, Rottweilern, Schnauzern zu tun hatte und mir jetzt sagt, hör zu, Ronny, ich habe den Canis Panther für mich entdeckt, habe mittlerweile Kontakt mit Leuten in den USA aufgenommen, ich fahre darüber, ich hole mir so einen, dann werde ich Ihnen höchstwahrscheinlich sagen, tu das, Junge, damit machst du sicher keinen Fehler. Wenn Sie eine Person sind, die mir sagt, hör zu, Ronny, du weißt, ich hatte noch nie einen Hund, aber ich möchte mir jetzt einen Hund nehmen, ich weiß aber noch nicht was. Ich habe da diesen Canis Panther gesehen, der ist so süß. Ich glaube, ich nehme so einen. Dann, vielleicht mussten Sie schon mal gezwungenermaßen lachen, obwohl Sie gar nicht lachen wollten. Ja? Das sieht dann ungefähr so aus. Ne? So ein Gesicht würde ich dann höchstwahrscheinlich dieser Person gegenüber machen, denn ich denke, das ist keine gute Idee. Ja? Also der Canis Panther benötigt meiner Meinung nach auf jeden Fall Menschen, die ein Händchen haben für Hunde, Menschen, die sportlich unterwegs sind. Das ist ein Hochleistungshund, ein großer Hochleistungshund. Ja, die Schulterhöhen schwanken, ist mir klar, aber wenn ich mir denke, du hast dann einen Hund mit 76 cm Schulterhöhe und sagen wir mal 60 Kilo Gewicht, Entschuldigung, 60 Kilo Gewicht zu Hause, ja, und mit dem Temperament eines Dobermanns, der Leistungsfähigkeit eines American Staffordshire Terriers, ich würde jeden raten, der sich ernsthaft für so einen Hund interessiert und in Erwägung zieht, sich einen aus den USA zu besorgen, nehmen Sie den Tipp von mir an. Ja, ich sah noch nie einen. Ich kann selbst also nur aus der Theorie rausquatschen, aber mit der Zeit bekommt man etwas Gefühl für Hunde, wie die funktionieren und so, und ich würde mich behaupten trauen, diesen Hund ein klein wenig einschätzen zu können, und ich gebe Ihnen einen Tipp, und wenn Sie so einen Hund wirklich besitzen wollen, dann steigen Sie beim Thema Wach- und Schutztrieb bei diesem Hund von Anfang an etwas auf die Bremse. Fördern Sie das nicht. Das ist zur Genüge natürlich da. Also beim Thema Wach- und Schutztrieb würde ich vorschlagen, beim Canis Panther eher etwas auf die Bremse steigen. Oh, ich habe völlig den Standard vergessen. Die Größe und das Gewicht habe ich schon gesagt. Das ist ein Kurzhaar mit natürlich, also wenn die Ohren nicht kopiert sind, ist er bei uns sowieso verboten. Dann sind es Schlappohren, hätte normalerweise eine lange Rute. Doch in den USA werden meistens die Ohren und die Rute kopiert. Farbtechnisch, ja, alles was der Labrador auch darf, bis auf Black and Tan. Black and Tan gefällt mir der Canis Panther besonders gut, doch beim Black and Tan dürfte sich der Amstaff mit dem Dobermann, mit der deutschen Dogge eingeschwindelt haben. Doch ansonsten dominieren beim Canis Panther eigentlich die Farben, wie sie auch beim Labrador dominieren. Zumeist sieht man den Canis Panther schwarz, deswegen auch der Beiname Panther. Nicht weil er Panther jagt, sondern weil er angeblich einem Panther ähnelt. Das müssen Sie selbst entscheiden. Ja. Liebe Zuseher, das war's mit dem Canis Panther, ein Hund, den man nicht schnell zu sehen bekommt, möchte ich mal behaupten. Ja, ich würde gern mal einen sehen. Ja, schauen wir mal. Das letzte Video 2023. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel über, als Ihnen einen von Herzen gemeint guten Rutsch ins Jahr 2024 zu wünschen. Ich freue mich darauf, Sie 2024 hier wieder begrüßen zu dürfen. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Guten Rutsch und Prosit Neujahr, liebe Zuseher. Bis nächstes Jahr. Das war's schon wieder.